Willkommen zu Tavern Keeper. Die Musik ist mal wieder laut. Ich verstehe mich, ich höre mich selber nicht. Aber okay, kein Problem. Wir spielen Gähner heute und ja, einfach mal drauf los. Ja, das Opening war sehr erhellend. Na dann. Probieren wir das Spiel mal aus. Demo. Der Erzähler sucht eine Hauptfigur für seine Tavernengeschichte. Bist du für diese Rolle geeignet? Erlebe einen Teaser, der nicht in der Vollversion des Spiels enthalten ist. Lernen die Grundlagen, bleibe ein paar Tage deine Taverne. Entscheide, wie du es beenden willst. Okay. Assets im Ofen. Okay. Drücke eine beliebige Taste. Okay, Sekunde. Wasser. Beste. Welcome to Halflington. Picturesque, eh?
You must be here to audition for the protagonist role. Very well. We'll see if you're up for it. Why don't you take a look around? I do love a tavern, don't you? So cozy. Let's see if you know your way around the basics. Not to get too technical, but can you point out a table? I'll let you know if you're off track. Finde einen Tisch. Oh, that's a relief. You wouldn't believe how many main characters I lose on that one. This next one will be a bit trickier. Can you point out a patron? That's what I call customers. I just like how fancy it sounds. Correct. Though in the future, you might refrain from poking strangers. Some find it rude. That's objects and people handled. Shall we see if you can tell the difference between the rooms? Can you locate the storeroom? Lagerraum. Den Lagerraum. Klicke auf den Lagerraum. That's the tap room, heart of the tavern. The staff room, employees only, I'm afraid. The random clicking approach. Couldn't find the room with all the food and drinks in it. Lost some points there. Oh dear, is that an adventurer headed this way? Always a handful, heroes. Why don't you see what he wants? After all, interacting with odd characters is part of the job. Just click on the fellow with the book above his head. As you move to intercept the adventurer, he sweeps his sword from its sheath and slams it into the bar top, rattling the tankards and startling the other patrons. He strikes a valiant pose. Fear not, simple townsfolk. The hero has arrived. So. Heldenkomplexität. Du willst den Abenteuer gerade anfangen, als er schwungvoll sein Schwert aus der Scheide zieht und es in den Tresen rammt. Krüge klappern und die anderen Gäste schrecken hoch. Er nimmt eine heldhafte Pose. Keine Angst, ihr einfachen Dorfbewohner, der Held ist da. Oh, Entschuldigung, kann ich dir helfen? Bisschen freundlich. He frowns, giving his breastplate a polish with a bar towel. Not much of a greeting. In stories, people usually welcome heroes with more grateful bowing. Never mind, I don't have time to educate the help. I have an epic journey to begin, and those usually start with slaying beasties on behalf of some random nobody. He stares expectantly at you. It's awkward. Hello, that would be you. Do you have a quest for me or not? Eigentlich bin ich die Hauptfigur dieser Geschichte, sorry. Wie wär's damit? Deine Quest ist es, dich ruhig dahin zu setzen. Good thinking. The best tales start with heroes brooding in corners. If anyone comes in with a magic ring or a prophecy or something, send them my way. That'll be the call to adventure. He takes a few steps away and then glances back, smiling hopefully. Actually, you haven't heard any adventurous prophecies that match my description, have you? Ich habe eine gehört, in der es um einen Helden ging, der dazu bestimmt war, einen entspannten Drink zu genießen. Nein, ich bin gerade erst angekommen, bis jetzt noch kein Abenteuer. Really? I don't have to do any fighting or dungeon crawling? The whole world isn't hinging on my valiant deeds? I could just hang out?
He takes his hand off his sword and heaves a heavy sigh. He seems relieved. Well, that sounds nice, actually. The whole destined hero thing was weighing on me, if I'm honest. If you need me, I'll be trying out a cozy chair by the fire. You hand him a tankard, and he wanders off to admire the decor, sword sheathed. Buch schließen. You managed to defuse the situation? Impressive. I thought for sure that would be a disaster. Danke, danke. Let's move on. Now, I'd like to see how you handle opening a tavern yourself. Click on the prompt to the right when you're ready. Welcome to the swamp. Sorry, I blew the location budget on that Halflington tavern. I hope you like mud. First things first, it's time to teach you how to teach yourself. Hovering your cursor over things like checklists can bring up helpful tooltips. Why don't you try it? Tooltips. Für viele Elemente der Benutzeroberfläche gibt es Tooltips wie diese. Tooltips erhalten wichtige Hinweise und sind daher absolut lesenswert, nicht lebenswert. Lesen kann ich auch. Fisch, was ist das? Tooltips innerhalb von Tooltips. Manche Tooltips, diese zum Beispiel, enthalten Links zu anderen Tooltips oder Schaltflächen. Mit den Elementen in einem Tooltip kannst du erst integrieren, wenn der Tooltip, also so auf Tooltip habe ich noch nie verwendet, eingerastet ist. Warte einfach ein paar Sekunden, dann geschieht das automatisch. Tutorial fortsetzen. Um das Tutorial fortzusetzen, musst du mit deinem Zeiger über diesen Link zu verschachtelten Tooltips verfahren. Falls der Tooltip Stumped? I understand this step is tricky. Hover the cursor over the task on the right and don't move it until the tooltip frame becomes solid. Then you can hover over the link inside the tooltip. Wie du siehst, können Tooltips zu anderen Tooltips verlinken. Wer weiß, womöglich findest du dich in einen Spiralen Tooltips oder in einer Spiralen. Über Tooltips verschachtelt in Tooltips verschachtelt in Tooltips verschachtelt in Tooltips. What the fuck? Tooltips, du verstehst, ich meine, oder? Das Ganze beschwimmt auf einem Tausenden Meer ohne Boden aus lauter Tooltips. Du tauchst tiefer und tiefer, bis du glaubst, Meeresgrund zu sehen, der sich dann aber einem weiteren Tooltip und diesen Tooltip ist ein Link eingebettet, der wiederum zu einem weiteren Tooltip führt und der wiederum enthält einen Link zu einem weiteren Tooltip und diesen Tooltip ist ein Link eingebettet, der wiederum zu einem Tooltip führt und der wiederum enthält einen Link zu, will das Spiel mich verarschen gerade? Einem weiteren Tooltip? Alter, was, okay, what the fuck? Klick, um das Tutorial zu abschließen. Phenomenal work! You mastered tooltips, and thus the secret to mastering the whole game. Onwards! The tap room is ready, but you're missing a vital piece, the tap. You'll need one to serve drinks. Build one wherever you like. Öffne das Menü bauen. Aha. Baumodus, alles klar. Wähle im Menü bauen eine Zapfanlage aus. Zapfanlage. Damit werden Fässer angezapft, im Idealfall welche mit Flüssigkeit drin.
sondern... Nein, ich wusste, dass es er ist. It's that easy. Ready to hire your first staffer? Oh, Personal. Velarani. Aushilfe gesucht. Loyale, fleißige Servicekräfte dringend gesucht. Hohe Toleranz gegenüber schlechten Arbeitsbedingungen von Vorteil. Keine Pestopfer, davon haben wir schon genug. Stellenausschreiben. Zahle etwas Geld, um 1 oder 2 weitere Bewerber zu bekommen. Der Bewerberpool wird automatisch alle 7 Tage aktualisiert. Habe ich Bock Geld? Liebt Menschen. Verbringt ihre Freizeit damit, arm zu sein. Okay. Okay. Really? Based on those qualifications? Are they a friend of yours? Never mind. It's time to buy drinks. The traveling merchant will be here momentarily. Click on him when he arrives. Getränke kaufen. Wie soll ich kaufen? Verschwendung ist eine Sünde, diese Sud ist eine schlimme. Das Herstellverfahren ist zwar bekannt, wird aber aus Rücksicht auf empfindsame Gemüter gerne verschwiegen. Excited to tap that barrel? Select the tap you installed to assign your new beverage to it. Für diesen Zapfhahn ist kein Getränk ausgewählt. Die Zapfsäule bleibt leer. Shortcut-Haltesteuerung gedrückt und klicke zum Auswählen und einen Ort zu bewegen. Okay. Das hier. Lass das Personalfass anschließen. That does it for basic necessities. I think you're ready to open for business. Unlock those doors. Hey! Besitzurkunde. Wow. Ah, der Name. Oh, der faule Sumpf. Lebende. Chaos.
It's smooth sailing from here. Wait for a patron and your staffer will do the work. Gast. You wicked. Oh, sorry. Dead simple, see? Now, let me show you how to make your tavern more cozy. Decorating your tavern truly makes it your own. Take this table, for example. It's an empty canvas, ready to transform. You might decorate it with something simple, perhaps place a centerpiece. But why stop there? You can change and tweak every element according to your mood. Ooh, feeling romantic? And you needn't stop at simply decorating. You can design anything you can imagine, piece by piece. Go wild! For now, let's try something simple. Select a piece from the design mode and combine it with the table. Okay. You'll have hundreds of options as a tavern keeper, but let's start with 3. Stelle ein eigen dekorative Design aus einer That's an interesting choice. Well, there's no accounting for taste. That's enough decorating for now. You know, I think I've found my protagonist. The role is yours if you want it. Go on, run the tavern as you like for a few days. Perhaps you can earn your first tavern star. Lagerinventar. Hier erhältst du einen kompletten Überblick über deinen... Lies die Zeitung. Wo ist denn die Zeitung? Kogawe. Am ersten Tag wird auf der rechten Seite eine Pop-up-Nachricht angezeigt. Wenn du diese anklickst, kannst du die Lokalzeitung lesen. Service. Chronik, Ausgabe 1. Preis ein Goldstück. Dunkle Herrscher tritt zurück. Nur ein Jahr nachdem er eine Legion der Toten versammelt und das Land erobert hat, hat der dunkle Herrscher beschlossen, alles wieder zurückzugeben. Herrschen ist eigentlich ziemlich langweilig, gab er zu. Helden, die sich bereits auf spannende Quests begeben hatten, um ihn vom Thron zu stoßen, haben sich enttäuscht gezeigt. Wie man eine Abenteuergruppe zu einer Abenteuerparty macht. Örtliche Pixies vertiefen sich in höhere Mathematik, erschaffen Queen Tesserakte. Wahrsager sagen in Zeit voraus. Das hier ist nur eine Demo. Ja, das stimmt allerdings. Okay. Platziere eine Dartscheibe. Wie platziere ich denn die? Okay. Ego. Taki. Dartscheibe.
Dartscheibe. Du verlierst deine Dartscheibe. Ah, so, Dartscheibe. Musst du selbst. Oh, ein Lagerraum. Ich gehe über das Menü Raum bauen, unten links einen Lagerraum an und platziere Wiwaka? den im Lager. Gawako Toya. Turkey. Mit versteckter Münze. Irgendwo auf diesem Level ist eine einzige Münze versteckt. Finde sie und klicke sie an. Bullseye! Bin ich gut. Cool. Wow. Greife nach. Was? Kannst du dir deinen ersten Stern sichern? Hinweis, dazu findest du im Tooltip bei der Sternbewertung eine Taverne. Sternbewertung. Tavernsterne messen deine Fortschritte beim Aufbau einer hervorragenden Taverne und deines
vorausgesetzt, ich bin nicht so stern. You hear a dry, rhythmic clatter approaching the front door of the tavern. Could it be a peddler selling kindling, or a shaman's rattlestick? But when the door opens, it's a skeleton standing on the stoop. It shambles in. Its skull swivels, fixing you with a baleful, undead stare. The skeleton's jaw creaks open slowly, the ghastly voice of death spilling forth. "Cheers, mate. Dreadful chilly out. You open?" Many thanks, many thanks. The name's Cuthbert. Pleasure to make your acquaintance." Those skulls seem already to grin by default. Somehow the skeleton seems to smile. "One off the tap, if you please. I don't drink much, but I enjoy holding the mug and sloshing it around. Find the ritual of it soothing, I suppose. Lifts the spirits, and I could use a bit of that." Stimmt was nicht? Nicht so ungut, aber es hätte Geld. Ich bin freundlich. "Oh, just having a bit of a mid-death crisis, maybe. Stuck in a rut." You serve the drink. Cuthbert clasps it, tapping his bony fingers against the pewter mug. "Truth is, my heart's not in the job anymore. Been starting to wonder, did I become a dungeon henchman because it was what I wanted, or because it was expected of me? I could be missing out on a job I really love." Du solltest mal was anderes ausprobieren. Was würdest du gerne machen? Es ist nichts verkehrt, damit die Sichtoption zu wählen. "I want a job where I can chat with people. Something like what you do." Cuthbert sighs, the mournful sound coming from deep in his open ribcage in a way that makes no sense whatsoever. He brings the mug up to his skull and taps the rim against his teeth. "In the dungeon, it's always about blocking doors and doing spooky dances. Hardly anyone stops to talk before they knock my skull off with a big hammer." Und findest du dann nicht so einen Job wie ich? Was, wenn dir Tavernenarbeit auch nicht gefällt? "Skeletons give everybody the willies. Whenever I'm out and about on errands, people run the other way, even shopkeeps. Makes doing the groceries right difficult." Cuthbert waves his finger bones in a vaguely dismissive gesture. Who would hire an employee that makes their customers squeamish? Ich, wenn derjenige hart arbeitet. Stimmt, ist vielleicht besser, dem nicht weiter nachzugehen. Ich will den Skelett haben. "You've talked me into it. I'm headed down to that dungeon right now and turning in me rusty old sword and shield. The afterlife is too short to waste." Cuthbert slaps a palm against the counter. It makes a sound like a bowl of rocks being thrown at a wall. "You're a good sort. You know what? Next time you see me, I'll have an application for you, boss." He gives a jerky nod and saunters away, whistling liplessly to himself through some mechanism you don't understand. Ja, jetzt habe ich ein Skelett. Wow. Haben 15 Gäste, die deine Taverne besuchen. Tränke mit Ein-Stern-Bewertung. Servicebewertung. Deine Taverne bietet unterschiedliche Service an, für die jeweils eine eigene Sternbewertung gilt. An den Flaggen neben I bet that den... nice skeleton is looking for a new job by now. You should check the new applicants. Maybe he'd like to work here. As a skeleton, some patrons might find Cuthbert a little frightening. Also, he hardly sleeps. But no one's perfect. In fact, when he was alive, he... Oh, never mind. Let's save that story for the full game. Carry on.
Okay, danke. Seems we're in for a rainy night. Naja, ist derzeit geschlossen. Du kannst die Benutzung von kleinen Schaltstunden Zeitpunkt festlegen. Wenn es regnet, werden die Gäste nass und dann außerdem bringen die Schlamm von deiner Taverne es komplett und sein, keine Gäste einzulassen, aber das wird alle noch als schlechte Geschäftspraxis angesehen. Also neues Geschäft hat gerade eine kleine eröffnet und das wird verstärktes Interesse bei unseren Gästen erweckt. Noch eine Stunde. Unsere Gäste.
Aua. I. Speisekarte. Hier kannst du Getränke, Gerichte und andere Waren zu anderen für deine Taverne Caro, get A 1-star rating already? You're a natural. Click on the message on the right to claim it. Yay! Ersten Stern für den Gakode, baby. Go to. Fun. Makes you want another one, doesn't it? Hier. Du hast einen Stern verdient. Du hast eindeutig das Zeug, eine erfolgreiche Taverne zu führen. Im Hauptspiel wird das Erreichen deines ersten Sterns neue Zimmertypen wie die Küche, neue Herausforderungen und Fortschritte in der Kampagne freischalten. Aber das hier ist leider nur ein kleiner Beigeschmack. Hier, nimm 100 Gold und ein paar neue Möbeloptionen. Dekoriere, genieße das Ambiente und schau, wer durch die Tür kommt. Wenn du genug hast, klicke auf den Moment, um eine letzte Entscheidung zu treffen. Oh, das war's schon. Oh. Waha, get. Hallo, Silke. Gemütlicher Sessel. Lagerregal. Totholzzüge. Matte aus Krokodilhaut. Feentür. Schlacht um den Sumpf. Regal. Laterne. Blitzplan. Oh yeah. Spind. Ansammeln. Gihagawa Konto. Hegawa. Schön. Ich kann gar no wo. Oh. Hey, hole. Wo sind diese eigentlich die Tische?
das nicht vergrößern? Kikawe. Hm. Das vergrößern. Das ist doch ein zweiter Tischbein. Toga weka moko. Wikago. Te weko. Te. Wakiwa. Wikagawa. Toga weka moko ha. Wikago. Ha. Tago kahawa. Kekewo. Kogo. Toga weka wako. Te wako. Te weko. Toga. Tika. Ka. Interessant, was die da reden. Oh. Whoa. Heo. Te. Ki. Tawo ke wo ge wo. Mi ho heo. Kiweko. Hi. Keo, kewayo. Kuwa kuku. Eto wani awo. Kawe ko. Kowe tobo. Hi.
Ewa, 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 go. Te. Ewa, ti ho, ewa. Ui, towe, towe, ewa. Te. Ka. Ewa, ewa, ewa. Ti. Hawa. Te. I. Ah, we. Tiwa, tiwa. We. Kako. Kawe o, awo ha. Eto wa ni awo. Wa ho we. Kiwe, uwa yo. Kiwu, kiwe awo. Kiwi, kiwi ayo. Wow. Ki. Ego. Ki. Towe, towe, ewa. Keo. Go. Ta. Ti ho, ewa yo. Kiwi go. Ki. Ausgabe 2. Magieakademie in der Patsche. Die Magieakademie versucht, die Entscheidung der Bildungsgilde, ihnen die Zulassung zu entziehen, aufzuheben. Auf Nachfrage antwortete ein Vertreter der Bildungsgilde, den Absolventen können zwar ein Schwert in einem Stein versenken, aber sie haben keine Ahnung von einfacher Mathematik. Manch ein Kind aus einer anderen Welt als Schwindel entlarvt. Ist unsere Welt eine Kugel? Kartographie-Gilde sagt, hört auf zu fragen. Die Geschichte ignoriert, langweilig, Verzeihung. Hawe o yo. Kewa ewo yo. Ta. Ti.
Klo gefunden. Einmal Geld einsammeln. Ta. Ta. Oh ja, wir sind im Minus. Achso. Ist ein bisschen schnell hier. Oh, wo bist du? Curled parchments covered in cramped writing are scattered all over the bar top. A forlorn elf has been shuffling through the paperwork for hours, muttering under their breath. They haven't earned more than curious looks from the other patrons, but if a rush comes, you're going to need that bar surface to serve drinks. Maybe this elf could use a fresh set of eyes on whatever this mess is. Woran arbeitest du? Lenken, nicht ablassen ist. Muss es lösen. At first, the elf doesn't seem to hear you, but after a moment, their dazed eyes drift up to meet yours. What? Oh, nothing. Well, wait. You're a business type, right? You know about all the forms and taxes and fees and whatever. Money stuff, yeah? Ja, ich habe schon viele Rechnungsbücher gesehen. Wo liegt das Problem? A look of relief washes over their face, and they scoot the parchments toward you with both hands. So, I'm a thief, right? Last month, I lifted a nobleman's coin purse, and it wasn't until I got home that I realized it wasn't full of coins. It was full of diamonds. Do you have any idea what tax bracket that puts me in this year? What do I do? Ist ein Dieb? Warum würde ein Dieb Steuern zahlen? Klingt für mich so, als ob du sie lieber bezahlen solltest. I guess you're right. It's my civic duty, really. With a crestfallen expression, the elf's eyes drop to the paperwork once again. And after I pay it properly, I can steal it back fair and square. Thanks for setting me straight, friend. The elf scoops up all the parchments in one overflowing armload and makes their way to the door. Belatedly, you notice they stole the tip jar. Oh, sehr schön. Ich habe ja auch so viel Geld.
Alles Kom. gut. Teo. Ja, das ist dann Tavern Keeper. Klingt sehr interessant. Mal sehen. Vielleicht spielen wir die Vollversion. Hallo Katze. Ist halt genau meins. Ich liebe solche Spiele. Aber ja, wir werden sehen. Danke fürs Zuschauen. Man sieht sich eventuell in der Vollversion. See ya! Out and leave your tavern to putter along after you go. It certainly is a tempting button, no? The suspense is simply dreadful. You're showing incredible restraint. I bet that clicking finger is simply itching. Ja, mir You sicher. can if you want. No one will know. Just follow me. Couldn't resist. I see that for you, the joy of creation has a darker twin. The thrill of destruction. I'll keep that in mind when you join me for the full story. Thanks for playing the Tavern Keeper demo. I've had ever so much fun. Okay, das war lustig. Na gut, dann sehen wir uns eventuell. Was? Scheint für PC was nicht funktioniert. Oha, okay, bis dann haben wir ja noch Zeit. Na dann, diesmal wirklich. Danke fürs Zuschauen. See ya!